Ah, erwischt. Perfekt. Welle kommt von links, Welle kommt von links. Ja, ich sehe. Und weiter. Einfach schießen. Boah, alle gestunt. Perfekt. Alter, los. Einer muss rechts Ja, rum, ja. einer muss rechts rum. Ja, ich gehe rechts rum. Ne, lass mich. Kann Nee, ja erst Damage keiner Dealer helfen. muss rechts rum. Damage Dealer muss rechts rum. Dann gehe ich rechts rum. Da kommt er über die Flanke. Über die Flanke. Alter. Nice. Also ich finde links rum ist besser irgendwie, oder? Als rechts rum. Weil sie Man dir ist früher rum. entgegenlaufen. Weil sie dir entgegenlaufen. Ja, ist doch besser. Ist man schneller gefühlt da. So, und hier unten einer runter. Zack. Jetzt muss klappen. Gut, jetzt EMP wieder. Was geht ab, Agents? Seid gegrüßt. Ich bin's wieder einmal, euer Goken, und wieder einmal möchte ich euch ein Bild zu Division 2 präsentieren. Es handelt sich um das Set Zorn des Jägers, kombiniert mit einer ganz giftigen Flinte, der Scorpio, die exotische Schrotflinte. Dank ihr öffnen sich neue Möglichkeiten, was das offensive Spielverhalten angeht. In der richtigen Gruppe kann euch so gut wie nichts mehr aufhalten. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze aussieht und was man damit alles machen kann, dann folgt mir ins Weiße Haus. Dieses Schrotflintenbild spielen wir mit der Feuerwandspezialisierung. Fackeln Sie mir damit nicht die Stadt ab. Die Feuerwandspezialisierung ermöglicht es uns, das Stürmerschild zu nutzen. Das Stürmerschild hat die besondere Eigenschaft, dass es unseren Schaden erhöhen kann. Wenn wir es nutzen, erscheint vor uns auf dem Boden ein Kegel und jeder einzelne Gegner, der sich in diesem Kegel befindet, erhöht unseren Schaden. Der Basisschadensbonus liegt bei 5%. Wir können den durch einen weiteren Mod nochmal um 5% erhöhen. Und je nachdem, was für einen Rang unser Schild hat, wird dieser auch nochmal um bis zu 1,2% pro Fertigkeitenrang auf dem Schild erhöht. Zusätzlich haben wir das Talent Taktik Link Feuerwand. Verbündete fügen Gegnern plus 10% Schaden zu, die in einem Radius von 10 Metern von uns entfernt sind. Wir haben 30% Lebensenergie durch Kills. Und unsere Reparaturkits stellen 10 Sekunden lang 200% Rüstung und 200% Gesundheit wieder her. Ganz wichtig ist auch, dass wir hier den Schrotflintenschaden ausskillen, weil wir das Bild mit der Scorpio spielen, die exotische Schrotflinte. Und auch ganz nett die Streugranate. Sie verschießt mehrere Minigranaten, die in einem großen Wirkungsbereich detonieren. Die Nutzung ist durch die Streubombenkonvention ausdrücklich verboten, obwohl die Vereinigten Staaten nicht zu den Unterzeichnern gehören. Ganz interessant, jetzt haben wir sogar auch noch was gelernt. Aber weiter geht's mit unserem Equipment. Unser Equipment sieht folgendermaßen aus. Wie bereits erwähnt, ist unsere Hauptwaffe die exotische Schrotflinte Scorpio. Sie hat Schrotflintenschaden, Rüstungsschaden und Schaden durch kritische Treffer. 7 Kugeln im Magazin und SPM liegt bei 130. Die Scorpio hat 10% Chance auf kritische Treffer auf dem Visier. Sie hat 10% Stabilität an der Mündungsbremse, sie hat 10% Waffenhandling an der Unterlaufschiene und ihr Magazin gewährt uns 10% Nachladetempo. Ihr Talent ist septischer Schock. Durch das Treffen des Gegners kommt sie stapelndes Gift zum Einsatz, das 10 Sekunden wirkt. Je mehr Stapel, desto mehr schwere Schwächungen erleidet das Ziel. Ein Treffer verursacht Gift, 3 Treffer verursachen verschwommene Sicht, 6 Treffer verursachen Schock und durch 7 Treffern nimmt das Ziel zusätzlich 20% Schaden, egal welchen Ursprungs. Es kommen keine weiteren Stapel hinzu.
Diese 20% Schaden gelten für das ganze Team, mit dem ihr unterwegs seid. Die Dauer der Statuseffekte basiert auf der Anzahl der Partikeltreffer pro Schuss. Eine sehr, sehr starke Waffe, mit der das offensive Spielverhalten ganz, ganz neue Türen eröffnet hat. Meine Zweitwaffe ist eine FAMAS mit dem Talent Flinke Hände. Falls es mal Gegner gibt, die etwas weiter wegstehen, kann ich die mit der FAMAS auch ganz schnell töten. Die ist nämlich etwas präziser wie unsere Schrotflinte. Hier habe ich Sturmgewehrschaden, Lebensenergieschaden und ganz wichtig auch immer Schaden gegen ungedeckte Ziele. Und wie bereits erwähnt, das Talent ist Flinke Hände für den Reload Speed. Die FAMAS macht 900 Schuss pro Minute und hat 50 Patronen im Magazin. So, nun kommen wir zum Zorn des Jägers Set. Hier schon mal die Maske. Das Zorn des Jägers Set gibt uns 15% Schrotflintenschaden, 15% MP-Schaden, wenn wir 2 Teile davon tragen. Bei 3 Teilen haben wir 20% Rüstung durch Kills und 100% Lebensenergie durch Kills. Durch 4 Teile bekommen wir das Talent Spitzenpredator. Gegner im Umkreis von 15 Metern erhalten eine Schwächung, die den durch sie verursachten Waffenschaden um 20% erhöhen. Wenn sie einen geschwächten Gegner mit ihrer Waffe töten, erhalten Gegner im Umkreis von 5 Metern verschwommene Sicht und der Waffenschaden wird 10 Sekunden lang um 5% erhöht. Der Effekt kann bis zu 5 Mal gestapelt werden. Auf dieser Maske habe ich Waffenschaden, Chance auf kritische Treffer und im Mod-Slot wieder Schaden durch kritische Treffer. Was heißt wieder? Schaden durch kritische Treffer. Die Hände sind auch von Zorn des Jägers. Hier habe ich auch wieder Waffenschaden und Schaden durch kritische Treffer. So wie auch das Holster. Es hat Waffenschaden, aber hier haben wir diesmal Chance auf kritische Treffer. Und die Knieschoner natürlich auch von Zorn des Jägers, wieder mit Waffenschaden und hier auch wieder Chance auf kritische Treffer. Die Brust ist von Badger Tough. Hier habe ich das Talent Einschüchternd. Eine Bonusrüstung verstärkt den gesamten Waffenschaden bei Feinden im Umkreis von 10 Metern um 35%. Hier habe ich Rüstung drauf, Chance auf kritische Treffer und 12% Schaden durch kritische Treffer. Im Mod-Slot auch wieder Chance auf kritische Treffer. Der Rucksack ist der benannte Memento-Rucksack. Er gibt uns Waffenschaden, Rüstung und Fertigkeitenrang. Und als Attribut, als Mod-Slot haben wir wieder Chance auf kritische Treffer. Das Talent auf dem Rucksack ist Kill bestätigt. Wenn Sie einen Gegner töten, verliert dieser eine Trophäe. Wenn Sie die Trophäe aufsammeln, erhalten Sie eine Stärkung von kurzer und eine von langer Dauer. Die erste skaliert mit der Anzahl der angelegten Kernattribute und hält 10 Sekunden. Für jeden roten Kernattribut bekommen wir 5% Waffenschaden, für jeden blauen bekommen wir 10% Bonusrüstung und für jeden gelben 5% Fertigkeiten-Effizienz. Hier steht zwar Schaden, aber das ist ein Übersetzungsfehler. Für jede aufgesammelte Trophäe erhalten Sie zusätzlich 300 Sekunden lang 1% Waffenschaden, 1% Fertigkeiten-Effizienz und 0,1% Rüstungsregeneration. Maximale Stapelgröße ist 30%. Das Coole an dem Memento-Rucksack, das wisst ihr bereits selbst, durch den Rüstungspunkt und durch den Fertigkeitenpunkt bekommen wir gleich 2 Punkte für unser Schild. Mit dem blauen Punkt auf unserer Brust hat unser Schild Fertigkeiten Rangstufe 3. Bei Bedarf kann man natürlich auf den Zorn des Jägers Gegenständen den Waffenschaden auch in Rüstung umrollen. So hat man mehr Rüstung und das Schild hat einen höheren Rang. Kommen wir auch nun zum Schild. Wir nutzen das Stürmerschild von der Feuerwand-Spezialisierung. Hier habe ich die Feuerwand-Mod 8% Schildlebensenergie reingemacht. Hier nochmal 5% Schildlebensenergie. Und hier habe ich 5% Schadensbonus pro Gegner. Da sich jeder Gegner, der sich vor unserem Schild befindet, unseren Schaden erhöht, haben wir hier nochmal 5% extra. Insgesamt haben wir einen Schadensbonus von 11% pro Gegner. Und das Schild hat Rang 3. Des Weiteren spiele ich mit der Verteidigerdrohne. Sie hat 7,5% Abprall-Wirkzeit als Mod. Dann habe ich 9,6% Lebensenergie und hier 6% Schadensminderung. Ich finde diese Drohne sehr praktisch im offensiven Spielverhalten. Probiert es am besten selbst mal aus. So, das war es auch schon zu dem Bild. Wir kommen mit dem Equipment auf folgende Werte. Wir haben einen Waffenschaden von 1.083.152. Wir haben 56% Chance auf kritische Treffer und 90% Schaden durch kritische Treffer. Das scheint im ersten Moment nicht viel, aber in der richtigen Gruppe kann das alles nochmal enorm gepusht werden. Was vielleicht noch hilfreich wäre zu erwähnen ist,
Falls ihr keine Badgertaft-Brust habt mit dem Talent einschüchternd, könnt ihr alternativ auch eine Zeska-Brust nutzen. Könnt auch dann dafür auf den Teilen, auf denen wir Chance auf kritische Treffer gerollt haben, kritischen Treffer Schaden drauf machen. Der Schaden ist ziemlich gleich, also es nimmt sich nicht viel. Ihr habt somit einen höheren kritischen Schadenwert, aber der Basisschaden der Waffe ist dann geringer. Und ihr könnt natürlich auch als Zweitwaffe eine MP reinnehmen. Das macht natürlich mehr Sinn, weil ihr durch den Zorn des Jägers auch nochmal MP-Schaden bekommt. Ich habe allerdings die Farmers drin, weil sie auf höhere Distanzen einfach präziser ist als eine MP. Und wir für unsere Nahkampfangriffe sowieso die Scorpio benutzen. So, falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch wirklich freuen. Abonniert den Kanal für weitere Division 2 Videos. Jetzt geht es weiter zu einem Gameplay, damit ihr auch mal sehen könnt, was mit diesem Bild so alles möglich ist. Wohlbemerkt, in der richtigen Gruppe ist es krass und es kann euch nichts mehr aufhalten. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Nachbauen und viel Spaß im Spiel und bis zum nächsten Mal. So, Essex, du weißt dann, ja? Los geht's. Jawohl. Attack. Genau so. Genau so. Macht euch bereit, die Welle kommt gleich. Ja, Spawn. Macht ihr die Welle, ich mach den einen, der hier noch ist. Hab ich. Ich hab den letzten und ich mach den. Den hast du. Einer ist durchgerannt. Die hinterher. Ich komm wieder hoch, ich hab ihn. Ich komm wieder hoch. Ich hab ihn. Ja, durch. Heavy ist noch nicht down. Heavy ist noch nicht down. Wo ist denn der? Bitte hier stehen und heilen. Oh, Heavy bei mir. Gut. Wir haben 2 Hunde hinter uns. Nur noch einen. Okay, mach du den Hund S6, ich bin bei Nalu unten. Ja, alles gut. Oh oh. Okay, doch, ich hab's geschafft. Ich bin auch da. Hoch da. Oha.